Hallo Freunde, die Panflöte ist noch warm, komme gerade aus dem Studio. Dieses Jahr feiere ich nämlich mein 25-jähriges Jubiläum mit der Panflöte und lassen Sie sich überraschen, es wird eine grandiose CD. Ja, gehen wir zum Unterricht. Vibrato. Vibrato ist vielseitig, man kann Vibrato sehr unterschiedlich einsetzen, man kann es sehr unterschiedlich auch spielen. Es gibt Panflötenspieler, die machen das mit dem Bauch, so wie bei der Querflöte, das man kennt. Ich mache das mal vor. Also die Panflöte, die vibriert gar nicht, passiert nichts. Das heißt, ich mache nur mit der Bauchmuskulatur, so wie bei der Querflöte auch. Ich habe die Panflöte zum Wählen gebracht. Mir hat man da nicht viel erklärt und das ist meine Technik, dass ich die wirklich mit der Hand, mit der linken Hand ganz locker halte, so locker wie es nur geht. Die meisten verkrampfen die Hände quasi. Ich habe immer diese Hand zum Noten treffen, Töne treffen. Diese Hand ist nur fürs Vibrato da. Fangen wir mal an. Zum Beispiel, der letzte Ton ist immer der wichtigste in einem Song oder ein Lied. Und das muss immer der schönste Ton sein. Und das ist sehr schön, wenn das Vibrato halt sehr schön ist. Dann fangen wir mal an. Ich spiele jetzt den letzten Ton vom Song. Das kriege ich mit der Bauchmuskulatur leider nicht hin. Das ist viel zu schwierig. Umso einfacher geht das halt mit der Hand. Nochmal. Also das heißt, die Dosierung, wie ich das Vibrato haben möchte, das mache ich nur mit der Hand. Die meisten, die wählen einen ab, kriegen aber kein Vibrato hin, weil die vielleicht die Hand zu weit nach links haben. Man könnte die halt verkürzen, wenn man tiefer spielt. Also das heißt, die Hebelwirkung wird verkürzt. Wenn ich jetzt aber die Hand hier habe, dann passiert das. Also ich muss richtig ackern. Durch die Größe der Panflöte muss ich hier die Hebelwirkung verkürzen. Ist für mich einfacher, so habe ich mir das angeeignet. Das ist hilfreich. Wenn man jetzt oben spielt, da fahre ich mit der rechten Hand jetzt nach oben zum Beispiel. Das gleiche ist, wenn ich jetzt falsch rum mache, dann habe ich wieder Hebelwirkung ohne Ende. Geht zwar auch, ist aber nicht so angenehm. Ich empfehle immer, das Vibrato so zu üben. Am Anfang klingt das komisch und man kommt nicht dazu, dass es überhaupt zu Schwingungen kommt. Durch die Lippen und die Flöte natürlich. Dass man die Flöte anlegt, das Vibrato so extrem macht, dass der Ton sogar abreißt. Und das ist das Schöne, man sucht immer wieder den Ton mit den Lippen. Das heißt, die Düse, ich sage immer dazu, die Düse wird neu geformt, perfekt geformt. Also, so sollten die Anfänger das machen. Das hört sich natürlich nicht schön an, ist übertrieben, aber da kommt ihr schneller zum Ergebnis. Kommen wir zu den Halbtönen. Das ist so das Schwierigste, was dieses Instrument besitzt, zu lernen. Wenn man oben spielt, da sind die Halbtöne einfach, die kriegt so wohl jeder hin. Das ist ganz einfach, da nimmt man halt also das schafft fast jeder. Je tiefer, desto schwieriger das Ganze wird. Jetzt mache ich mal jetzt den tiefen Ton. Wo ist denn jetzt hier der Halbton? Das muss man hören. Das ist nicht wie bei Klavier, einfach eine weiße oder eine schwarze Taste drücken und es passt schon. Hier muss man diesen Ton erhören. Halt. Irgendwann mal bekommt man dieses Gefühl, wo man kippen sollte und trotzdem immer wieder mit den Lippen nachjustieren. Das ist der Schlüssel quasi. Das muss man hören. So. Die meisten kommen an und sagen, ich kriege hier keinen Halbton raus. Je tiefer, desto schwieriger. Ist klar und irgendwann mal bricht der Ton ab, da passiert nichts mehr. Und das klingt dann so. Das war jetzt lange noch kein Halbton.
Jetzt mache ich das nochmal. Da war der Halbton. Und jetzt verrate ich den Trick, den ich immer mache. Es ist mir sogar nicht aufgefallen, dass ich das so mache. Das haben mir schon Leute aufmerksam gemacht, dass ich die Panflöte nämlich runterrutsche. Da drehe ich mich am besten um. Also ich nehme die Panflöte, lasse die an den Lippen so 1 Millimeter oder 2 runterrutschen, je nachdem wie tief ich schon bin. Und dann kippe ich die Panflöte. Das heißt, die Düse muss ins Rohr rein. Ich zeige das nochmal. Oder ich gehe noch tiefer, dann werde ich die Panflöte natürlich noch tiefer ziehen. Ja, so sind die Halbtöne, und wer das Vibrato dazu haben möchte beim Halbton, das ist natürlich wieder das Ausprobieren. Also man muss ganz vorsichtig wählen, weil dann wird das alles viel feiner dosiert hier mit der Düse, und dann muss man halt sehr vorsichtig dosieren, damit das Vibrato nicht überschlägt oder zu krass wird. Zur Atemtechnik. Da möchte ich nicht viel drüber erzählen. Ich hatte kein Buch gelesen, ich hatte keinen Lehrer gehabt. Ich habe nur geatmet, wie ich konnte. Das ist mein Motto gewesen halt. Gerade in den tieferen Bereichen ist es sehr schwer, zwischen den Tönen überhaupt noch zu atmen. Deshalb nur mit dem Bauch, meine Meinung, ist es zu wenig. Man müsste den ganzen Körper wirklich benutzen, um die tiefen Töne rauszukriegen, damit man so gut wie möglich die zueinander findet. Wie gesagt, achtet nicht darauf, wie ihr die Atemtechnik jetzt benutzt. Ich würde sagen, fangt an zu spielen, und das ist die beste Übung. Einfach spielen. Viel Spaß beim Atmen, beim Üben.